Ja, hallo liebe Fußballfreunde, nachdem Jürgen Klopp neuer Bundestrainer geworden ist, stellt sich natürlich eine ganz spannende Frage. Wie könnte eigentlich Klopps erste richtige Top-Startelf für sein erstes großes Turnier mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, ja, bei der Europameisterschaft 2028 aussehen? Genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ich gehe heute jede einzelne Position mit euch durch, das heißt vom Torwart bis zum Mittelstürmer, und gebe meine persönliche Prognose ab, welcher Spieler Jürgen Klopp bei der Europameisterschaft 2028 in die Startelf stellen könnte. Natürlich gibt es auf jeder Position auch noch weitere starke Kandidaten. Deshalb zeige ich euch zusätzlich immer meinen persönlichen Backup-Spieler, der ebenfalls das Potenzial hätte, sich bis zur Europameisterschaft noch in die erste Elf zu spielen. Dazu am Ende des Videos weitere deutsche Spieler mit Potenzial, die Jürgen Klopp bestimmt auf seinen möglichen DFB-Kaderzettel für die Zukunft stehen haben wird. Und eines dürfte mittlerweile ziemlich wahrscheinlich sein: Sollte Jürgen Klopp tatsächlich seine erfolgreiche Spielidee aus Liverpool mit nach Deutschland bringen, dann dürfte uns wohl wieder das berühmte 4-3-3 mit aggressivem Gegenpressing erwarten. Ein System, mit dem Klopp unter anderem die Champions League, die Premier League und zahlreiche weitere Titel gewonnen hat. Und genau auf dieses System habe ich auch meine komplette Deutschland-Startelf ausgerichtet. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ach ja, wenn du mehr Deutschland-Prognosen in Zukunft von Werners Fußballecke sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Fußballkanal, aktiviere die Glocke und du verpasst kein Video mehr. So, dann starten wir auch sofort mit dem möglichen deutschen Nationalkeeper von Jürgen Klopp. Im Tor würde ich tatsächlich zwischen Jonas Obik und Noah Atubolo wählen. Dabei setze ich persönlich erstmal aber auf Jonas Obik vom FC Bayern. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, warum nicht Oliver Baumann, Alexander Nübel oder sogar vielleicht Marc-André ter Stegen, der jetzt wieder bei Ajax Amsterdam wieder voll angreifen wird. Aber wenn ich an Jürgen Klopp denke, dann denke ich sofort an einen Torwart, der deutlich mehr macht, als nur Bälle zu halten. Klopp braucht einen Keeper, der aktiv am Spiel teilnimmt. Ein Torwart, der mutig aus seinem Strafraum kommt, Pressing-Situationen auflöst und das Spiel mit sauberen Pässen eröffnet. Und genau deshalb glaube ich, dass Jonas Obik bis zur Europameisterschaft 28 die Nase vorn haben könnte. Der mittlerweile 22-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und bringt genau die Qualitäten mit, die Klopp für seinen Fußball braucht. Obik ist nicht nur ein starker Torhüter auf der Linie, sondern vor allem auch mit dem Ball am Fuß extrem sicher. Er spielt mutige Pässe ins Mittelfeld, eröffnet das Spiel sauber und bleibt selbst unter hohem Gegnerdruck ruhig. Gerade bei Klopps aggressivem Pressing ist ein Torwart gefragt, der fast wie ein zusätzlicher Feldspieler agieren kann. Genau deshalb sehe ich Jonas Obik aktuell mit den besten Voraussetzungen, langfristig Deutschlands neue Nummer 1 zu werden. Als ersten Backup würde ich Noah Atubolo mitnehmen. Ja, auch Atubolo wird bis zum Ende des Transferfensters 2026 einen neuen Verein finden. Atubolo hat sich in den letzten Jahren richtig stark entwickelt und bringt viele Eigenschaften mit, die perfekt zu einem modernen Torwart passen. Er ist extrem reaktionsschnell, stark im 1 gegen 1 und wird mit seiner Ruhe am Ball ebenfalls immer besser. Bis zur Europameisterschaft könnte Atubolo deshalb problemlos Druck auf Jonas Obik ausüben. Ich glaube sogar, dass diese beiden Torhüter in den kommenden Jahren den Konkurrenzkampf um die deutsche Nummer 1 unter sich ausmachen könnten. Kommen wir zur linken Abwehrseite. Und da gebe ich mal Nene Braun wie auch David Raum zur Auswahl. Hier würde ich ganz klar aber auf Nene Braun von den Bayern setzen. Für mich gehört Braun aktuell zu den spannendsten deutschen Außenverteidigern überhaupt. Warum? Weil er genau das Profil mitbringt, das Jürgen Klopp seit Jahren liebt.
Vor allem seine Laufstärke macht ihn extrem wertvoll. Er kann die komplette linke Seite bearbeiten und sorgt immer wieder für Überzahlsituationen im Angriff. Genau solche Außenverteidiger liebt Jürgen Klopp seit Jahren. Im Klopp-System hätte Vaughan eine unglaublich wichtige Aufgabe. Seine vielen tiefen Läufen würden gegnerische Abwehrreihen permanent auseinanderziehen und gleichzeitig Räume für die Offensive öffnen. Aber auch defensiv überzeugt Vaughan immer mehr. Der erste Backup wäre für mich David Raum von RB Leipzig. Raum verfügt über enorme Erfahrung im DFB-Team und besitzt nach wie vor einer der besten linken Füße Deutschlands. Seine präzisen Flanken und seine Offensivqualitäten machen ihn weiterhin zu einer starken Alternative für diese Position. Schauen wir uns mal die Rechtsverteidigerposition an. Da hat Jürgen Klopp wohl sein größtes Problem. Denn eines ist wohl sicher, Joshua Kimmich wird wieder im zentralen Mittelfeld auflaufen. Als Startelf-Kandidaten sehe ich dort aktuell Joshua Wagnumann und Riedle Baku. Ich würde hier tatsächlich auf Riedle Baku von Leipzig setzen. Denn bei der Vorstellung als neuer Bundestrainer sagte Klopp, er setzt die Spieler dort ein, wo sie auch im Verein dauerhaft spielen. Und ja, man braucht auch keine 11 Superstars im Team, sondern Spieler, die ihre Position gelernt haben. Ich glaube, dass Baku hervorragend zu Jürgen Klopp passen würde. Er arbeitet extrem fleißig gegen den Ball, bringt eine enorme Laufstärke mit und kann sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen. Gerade seine Dynamik und seine Vielseitigkeit machen ihn für Klopps Pressing-Fußball unglaublich wertvoll. Er schaltet sich immer wieder ins Angriffsspiel ein, verliert dabei aber selten die Balance nach hinten. Als Backup hätte ich Joshua Wagnumann. Auch Wagnumann bringt viel Tempo und körperliche Stärke mit. Sollte er verletzungsfrei bleiben und seine Entwicklung fortsetzen, besitzt er definitiv das Potenzial, sich noch einmal nachhaltig für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen. Kommen wir zur Innenverteidigung. Da haben wir Nico Schlotterbeck vom BVB, wie aber auch Karim Koulibaly. Der erste Innenverteidiger aber ist natürlich Nico Schlotterbeck. Schlotterbeck ist genau der Typ Verteidiger, den Klopp liebt. Aggressiv im Zweikampf, mutig im Spielaufbau und immer bereit, auch mal aus der Kette herauszurücken und den Gegner früh unter Druck zu setzen. Dazu verfügt er über starke lange Bälle und eröffnet das Spiel häufig schon mit dem ersten Pass. Seine Mentalität und seine Intensität passen meiner Meinung nach perfekt zu Klopps Spielidee. Der Backup wäre hier Karim Koulibaly. Er zählt zu den spannendsten deutschen Innenverteidigertalenten und bringt vor allem viel Tempo und Athletik mit. Immerhin stand er mit seinen gerade mal 19 Jahren von 29 möglichen Startelf-Einsätzen 24 Mal in der Bremer Bundesliga Startelf 25-26. Bis zur EM 2028 traue ich ihm absolut zu, sich zu einer echten Alternative für die Nationalmannschaft zu entwickeln. Wer könnte der Partner von Nico Schlotterbeck sein? Da habe ich einmal Jan Bissek von Inter Mailand, wie aber auch und für mich natürlich Jonathan Tah. Neben Schlotterbeck würde ich bei Tah beginnen. Tah würde dieser Mannschaft unglaublich viel Stabilität geben. Er ist zweikampfstark, sehr kopfballgefährlich und strahlt eine enorme Ruhe aus. Gerade bei einer jungen Mannschaft brauchst du einen erfahrenen Abwehrchef, der Verantwortung übernimmt. Außerdem hat Tah in den letzten Jahren gezeigt, dass er auch im modernen Spielaufbau enorme Fortschritte gemacht hat. Für mich wäre er deshalb der perfekte Leader dieser Defensive. Als Backup hätte ich Jan Bissek. Bissek bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht. Er ist groß, schnell, körperlich extrem robust und gleichzeitig überraschend stark am Ball. Deshalb traue ich ihm durchaus zu, sich bis zur EM 2028 noch näher an die Stammelf heranzuarbeiten.
Damit wäre meine komplette Defensive inklusive Torwart komplett. Und ich muss sagen, gerade diese Mischung aus jungen, hungrigen Spielern wie zum Beispiel Urbik oder Braun und erfahrenen Führungsspielern wie Tah oder Schlotterbeck könnten unter Jürgen Klopp richtig gut funktionieren. Genau diese Balance braucht Deutschland meiner Meinung nach, um bei der Europameisterschaft 2028 wieder ganz oben angreifen zu können. Schauen wir jetzt aber ins Mittelfeld. Und genau dort beginnt für mich der vielleicht spannendste Teil dieser möglichen Klopp-Mannschaft. Ich glaube nämlich, dass Klopp hier einige Entscheidungen treffen würde, mit denen viele Fans im ersten Moment gar nicht rechnen würden. Kommen wir jetzt zur Sechserposition. Und hier würde ich mich ganz klar für Alexander Pavlovic entscheiden. Für mich könnte Pavlovic unter Jürgen Klopp einer der wichtigsten Spieler überhaupt werden. Er besitzt eine unglaubliche Ruhe am Ball, spielt extrem intelligent und trifft fast immer die richtigen Entscheidungen. Gerade im Spielaufbau ist er für sein Alter schon außergewöhnlich weit. Was mir besonders gefällt, Pavlovic kann das Tempo eines Spiels bestimmen. Mal beschleunigt er mit einem vertikalen Pass, mal beruhigt er das Spiel, wenn Deutschland etwas Kontrolle braucht. Genau diese Mischung ist im modernen Fußball unglaublich wertvoll. Dazu arbeitet er auch gegen den Ball enorm diszipliniert. Er läuft viele Räume zu, stellt kluge Passwege zu und gewinnt immer mehr Zweikämpfe. Ich glaube deshalb, dass Klopp in Pavlovic seinen neuen Taktgeber vor der Abwehr sehen würde. Als Backup hätte ich Anton Stach dabei. Er ist Stammspieler bei Leeds United in der Premier League und flexibel einsetzbar. Dort spielt er hauptsächlich aber im defensiven Mittelfeld. In der letzten Saison wurde er aber auch im zentralen bzw. offensiven Mittelfeld eingesetzt. Stach bringt eine unglaubliche Physis mit und gehört zu den laufstärksten deutschen Mittelfeldspielern. Gerade in engen Spielen kann seine Robustheit extrem wichtig werden. Deshalb sehe ich ihn als perfekte Alternative auf der Sechserposition. Kommen wir zum möglichen zentralen Mittelfeld von Jürgen Klopp. Da würde ich ein bisschen offensiver bei mir Florian Wirtz spielen. Für mich ist Florian Wirtz mittlerweile einer der komplettesten Offensivspieler der Welt. Er erkennt Räume wie kaum ein anderer, spielt Pässe, die nur wenige Spieler überhaupt sehen und kann selber Spiele mit einer einzigen Aktion entscheiden. Das Besondere an Wirtz ist aber nicht nur seine Kreativität. Er arbeitet mittlerweile auch unglaublich viel gegen den Ball. Genau das dürfte Jürgen Klopp besonders gefallen. Wirtz läuft konsequent an, setzt den Gegner permanent unter Druck und passt dadurch perfekt in ein intensives Pressingsystem. Außerdem bewegt er sich ständig zwischen den Linien und macht sich überall auf dem Platz anspielbar. Dadurch wird Deutschland offensiv deutlich variabler und schwerer auszurechnen. Neben Florian Wirtz würde bei mir dann natürlich Joshua Kimmich spielen. Ich weiß, viele sehen Kimmich inzwischen als Rechtsverteidiger, da die Auswahl dort nicht so groß ist. Für mich liegt aber seine Stärke auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld. Dort kann er das komplette Spiel lenken. Er dirigiert seine Mitspieler, gewinnt unzählige zweite Bälle und sorgt mit seinen Pässen dafür, dass Deutschland ständig das Tempo bestimmt. Vor allem seine Mentalität wäre für Klopp Gold wert. Kimmich gibt niemals auf, fordert permanent den Ball und geht in jedem Spiel voran. Genau solche Führungsspieler brauchst du, wenn du drumherum ein neues Team aufbauen möchtest. Außerdem ergänzt er sich meiner Meinung nach perfekt mit Pavlovic und Wirtz. Während Pavlovic über Balance sorgt und Wirtz die kreativen Momente übernimmt, bringt Kimmich genau die Aggressivität, Erfahrung und Dynamik mit, die dieses Mittelfeld komplett macht. Als Backup für Florian Wirtz sehe ich in diesem 4-3-3-System Kai Havertz. Klar, Jamal Musiala könnte diese Position ebenfalls mit seinen Stärken optimal spielen, dazu aber gleich mehr im Video. Viele sehen Havertz eher im Sturm, aber ich glaube, dass er im zentralen Mittelfeld bzw. eigentlich im offensiven Mittelfeld seine Stärken viel besser
aufspielen kann. Mit seiner Übersicht, seiner Technik und seiner enormen Spielintelligenz kann er sowohl Tore vorbereiten als auch selbst gefährlich werden. Gerade durch seine Erfahrung wäre er eine extrem wertvolle Alternative. Als Backup zu Joshua Kimmich hätte ich hier Felix Metscher. Metscher hat in der letzten Saison beim BVB enorme Fortschritte gemacht. Er verbindet körperliche Präsenz mit einer starken Technik und schaltet sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein. Sollte er diese Entwicklung fortsetzen, traue ich ihm absolut zu, bis zur EM 28 dauerhaft eine wichtige Rolle im DFB-Team einzunehmen. Wenn ich mir dieses Mittelfeld anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, genau hier könnte Jürgen Klopp den größten Unterschied machen. Mit Pavlovic als Sechser, Kimmich als Leader und Florian Wirtz als kreativer Kopf hätte Deutschland meiner Meinung nach eines der stärksten Mittelfelds Europas. Die Mischung aus Intensität, Spielkontrolle und Kreativität würde perfekt zu Klopps Fußball passen. Aber jetzt kommen wir zu dem Mannschaftsteil, auf den wahrscheinlich die meisten von euch gewartet haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, eine meiner Entscheidungen im Angriff wird für ordentlich Diskussion sorgen. Vielleicht seht ihr das komplett anders als ich. Schauen wir uns deshalb jetzt gemeinsam meine mögliche Offensive für die Europameisterschaft 2028 genauer an. Beginnen wir auf der linken Außenbahn. Hier würde ich mich ganz klar auf Said El-Mala bzw. Jamal Musiala entscheiden. Wenn Musiala wieder zu seiner alten Topform findet, ist er einer der wichtigsten Spieler der gesamten deutschen Nationalmannschaft. Er besitzt eine unglaubliche Technik, ist im 1 gegen 1 kaum zu verteidigen und schafft es immer wieder, selbst engste Räume spielerisch aufzulösen. Was ihn für Jürgen Klopp aber noch interessanter macht, ist seine enorme Laufbereitschaft. Musiala arbeitet inzwischen viel intensiver gegen den Ball als noch vor einigen Jahren. Er presst früh, läuft konsequent an und gewinnt viele Bälle bereits in der gegnerischen Hälfte zurück. Genau solche Spieler liebt Klopp. Fußballer, die nicht nur offensiv Weltklasse sind, sondern auch bereit sind, für die Mannschaft unheimlich viel zu arbeiten. Als ersten Backup würde ich mich für aktuell auf jeden Fall für Said El-Mala entscheiden. El-Mala bringt unglaublich viel Tempo mit und besitzt ein starkes 1 gegen 1. Er sucht ständig den direkten Weg zum Tor und spielt dabei erstaunlich mutig für sein Alter. Natürlich muss El-Mala jetzt auch seine starken Leistungen aus der letzten Saison mit 13 Toren und 5 Torvorlagen in der Bundesliga weiter bestätigen. Ob jetzt dann beim 1. FC Köln oder vielleicht doch beim BVB. Bis zur Europameisterschaft könnte er auf jeden Fall zu einer richtig spannenden Alternative auf dem linken Flügel werden. Auf der rechten Außenbahn wird es natürlich ebenfalls sehr spannend. Da setze ich erstmal auf Lennart Kahl und Jamie Lieveling. Hier wäre allerdings für mich persönlich aktuell Lennart Kahl gesetzt. Ich weiß, dass diese Entscheidung vielleicht noch etwas mutig wirkt, aber ich glaube wirklich, dass Kahl in den nächsten 2 Jahren einen riesigen Entwicklungsschritt machen wird. Er besitzt enormes Tempo, eine hervorragende Technik und ist im 1 gegen 1 extrem schwer vom Ball zu trennen. Dazu kommt seine Spielintelligenz. Er erkennt freie Räume sehr früh und trifft für sein Alter bereits erstaunlich gute Entscheidungen. Vor allem in Klopps schnellen Umschaltspiel könnte Lennart Kahl seine größten Stärken ausspielen. Genau deshalb würde ich ihm bis zur Europameisterschaft den Sprung in die deutsche Startelf als gesetzten Spieler absolut zutrauen. Der Backup wäre für mich Jamie Lieveling. Lieveling hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und bringt sehr viel Dynamik auf den Flügel. Er arbeitet intensiv gegen den Ball und kann sowohl Tore vorbereiten als auch selbst gefährlich werden. Dazu ist Lieveling auch sehr flexibel, was die Offensive angeht. Er kann rechts außen wie aber auch links außen spielen. Und das beides gleichbleibend erfolgreich. Immerhin kam Lieveling in der letzten Saison in 50 Pflichtspielen für Stuttgart auf 11 Tore, wie aber auch 12 Torvorlagen.
Genau deshalb wäre er für mich eine starke Alternative zu Lennart Kahl für die Rechtsaußenposition. So, dann kommen wir jetzt zur wahrscheinlich spannendsten Position überhaupt. Hier würde ich persönlich auf Dennis Undaff bzw. Nicolo Tresoldi setzen. Dabei setze ich erstmal, was die Startelf angeht, auf Dennis Undaff. Ich weiß, viele würden an dieser Stelle wahrscheinlich Kai Havertz oder sogar vielleicht Nick Woldemade erwarten. Aber für mich passt Undaff aktuell einfach am besten zu Jürgen Klopps Spielidee. Er arbeitet unglaublich viel gegen den Ball, läuft die Innenverteidiger permanent an und setzt den Gegner schon beim Spielaufbau unter Druck. Genau dieses aggressive Pressing gehört seit Jahren zu Klopps größter Stärke. Dazu ist Undaff im Strafraum extrem effizient. Er braucht häufig nur eine einzige Chance und besitzt ein sehr gutes Gespür dafür, genau im richtigen Moment am richtigen Ort zu stehen. Deshalb wäre Dennis Undaff für mich aktuell der erste Mittelstürmer dieser Mannschaft. Als Backup würde ich auf Nicolo Tresoldi setzen. Tresoldi bringt enorm viel Potenzial mit. Er arbeitet ebenfalls sehr fleißig gegen den Ball, bewegt sich intelligent zwischen den Innenverteidigern und entwickelt sich konstant weiter. Und viele hätten ihn auch schon gerne bei der Weltmeisterschaft für Deutschland gesehen. Denn auch für die deutsche U21 traf er bereits in 24 Spielen 12 Mal. Dazu wurde Tresoldi in der letzten Saison mit 19 Toren Torschützenkönig in der ersten belgischen Liga. Bis zur Europameisterschaft 28 traue ich ihm deshalb auf jeden Fall zu, sich dauerhaft für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Wenn ich mir diese Offensive anschaue, mit Jamal Musiala, Lennart Kahl und ja Dennis Undaff, dann sehe ich unglaublich viel Tempo, Technik und Kreativität. Genau diese Mischung könnte unter Jürgen Klopp richtig gefährlich werden. Jeder einzelne Spieler bringt andere Qualitäten mit, wodurch Deutschland offensiv deutlich variabler wäre als noch in den vergangenen Jahren. Und wenn wir uns jetzt einmal diese komplette Startelf anschauen, dann muss ich ehrlich sagen, ich finde, genau so könnte Jürgen Klopp Deutschland wieder zurück an die europäische Spitze führen. Die Mannschaft verbindet junge Ausnahmetalente mit erfahrenen Führungsspielern. Sie besitzt Tempo auf den Außenbahnen, enorme Kreativität im Mittelfeld und gleichzeitig die Intensität, die Klopps Fußball seit Jahren auszeichnet. Natürlich wird die tatsächliche Startelf im Jahr 2028 wahrscheinlich an der ein oder anderen Position anders aussehen. Bis dahin kann noch unglaublich viel passieren, Talente können den nächsten Schritt machen, etablierte Spieler könnten ihren Platz verlieren und vielleicht überrascht uns Klopp sogar mit ganz neuen Namen. Aber genau diese Elf wäre Stand heute meine persönliche Prognose für Jürgen Klopps mögliche Deutschland-Startelf bei der Europameisterschaft 2028. Doch damit ist der mögliche DFB-Kader natürlich noch lange nicht komplett. Deutschland verfügt aktuell über viele weitere spannende Spieler, die sich in den nächsten 2 Jahren ebenfalls noch für Jürgen Klopp empfehlen könnten. Schauen wir uns deshalb jetzt einmal an, welche weiteren DFB-Kicker bis zur Europameisterschaft 2028 ebenfalls realistische Chancen auf einen Platz in der Nationalmannschaft hätten. Klopp hat bereits mehrfach betont, dass bei ihm der Name alleine keine Rolle spielt. Entscheidend sind Leistung, Intensität und die Bereitschaft für das Team zu arbeiten. Genau deshalb könnte in den kommenden Monaten noch einiges passieren. Im Tor sehe ich außerdem Mio Backhaus als spannendes Zukunftsprojekt. Er bringt viel Potenzial mit und könnte sich mit einer starken Saison weiter nach vorne spielen. Oliver Baumann gehört natürlich ebenfalls weiterhin zum erweiterten Kreis. Seine Erfahrung macht ihn gerade in wichtigen Spielen immer noch zu einer interessanten Option. Und ja, auch Marc-André ter Stegen sollte man trotz seines Alters niemals komplett abschreiben. Wenn er nach seiner Verletzung jetzt bei Ajax Amsterdam wieder an seine alte Form anknüpft, besitzt er natürlich weiterhin internationale Klasse.
In der Innenverteidigung gibt es ebenfalls zahlreiche spannende Alternativen. Malik Thiaw bringt enorme Athletik mit und Tempo mit und passt grundsätzlich sehr gut zu einer hochstehenden Klopp-Abwehr. Jeff Chabot hat sich in den vergangenen Jahren zu einem extrem robusten Bundesliga-Verteidiger entwickelt und könnte gerade gegen körperlich starke Gegner interessant werden. Finn Jeltsch zählt weiterhin zu den größten deutschen Abwehrtalenten und besitzt das Potenzial, sich langfristig in der Nationalmannschaft festzuspielen. Collins überzeugt vor allem mit seiner Schnelligkeit und seiner Dynamik im 1 gegen 1. Waldemar Anton bringt jede Menge Erfahrung mit und wäre ebenfalls ein Spieler, auf den Klopp jederzeit zurückgreifen könnte. Und auch David Odogwu, 20 Jahre alt, vom AC Mailand, gehört zu den spannendsten jungen Innenverteidigern Deutschlands. Wenn seine Entwicklung so weitergeht, könnte auch er künftig ein Thema für die Nationalmannschaft werden. Auf der rechten Seite wären Philipp Treu absoluter Stammspieler beim SC Freiburg und jetzt schon mit der Tendenz, in den ersten Kader berufen zu werden von Jürgen Klopp, und Elias Baum, der sich natürlich erstmal über die Bundesliga beweisen muss, zwei weitere interessante Optionen. Beide bringen viel Laufstärke mit und genau solche Spieler liebt Jürgen Klopp in seinem System. Links sehe ich Maximilian Mittelstädt weiterhin als sehr zuverlässigen Bundesliga-Verteidiger. Tom Rothe bringt dagegen enormes Entwicklungspotenzial mit und könnte sich in den kommenden Jahren ebenfalls nachhaltig empfehlen. Vor der Abwehr gibt es ebenfalls mehrere spannende Kandidaten. Tom Bischoff besitzt überragende Technik und ein hervorragendes Passspiel. Auch er hat die besten Chancen, im ersten offiziellen Deutschlandkader von Jürgen Klopp berufen zu werden. Noel Asseco bringt Dynamik, Zweikampfstärke und viel Entwicklungspotenzial mit. Ja, und Kenneth Eichhorn zählt für mich zu den spannendsten deutschen Mittelfeldspieltalenten überhaupt. Sollte er seine Entwicklung fortsetzen, jetzt bei Bayer Leverkusen, könnte er in Zukunft durchaus eine Überraschung werden. Auch im zentralen Mittelfeld ist Deutschland hervorragend besetzt. Nadim Amiri spielt aktuell vielleicht den besten Fußball seiner Karriere und überzeugt mit Kreativität und Führungsqualität. Rocco Reitz, jetzt bei RB Leipzig, bringt enorme Intensität gegen den Ball mit und passt dadurch hervorragend zu Klopps Pressingfußball. Kaspar Janda gehört ebenfalls zu den interessantesten deutschen Mittelfeldspielern und könnte sich mit einer starken Saison ebenfalls in den Fokus spielen. Im offensiven Mittelfeld wird die Konkurrenz sogar noch größer. Hassan Kouedraogo bringt unglaublich viel Talent mit und könnte unter Klopp den nächsten Entwicklungsschritt machen. Brian Gruda überzeugt vor allem mit seiner Kreativität und seinem 1 gegen 1. Paul Nebel spielt sehr intelligent zwischen den Linien und könnte ebenfalls perfekt in Klopps Spielidee passen. Bei Moya von Borussia Mönchengladbach zählt zu den spannendsten offensiven Talenten Deutschlands. Arion Ibrahimovic, Bayern München, besitzt enorme technische Qualität und bringt Torgefahr aus dem Mittelfeld mit. Merlin Röhl überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Laufstärke. Ja, und auch Mert Kömir entwickelt sich immer weiter und könnte langfristig ebenfalls ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden. Auf den Außenbahnen gibt es ebenfalls jede Menge Konkurrenz. Kevin Schade hat auch das Potenzial für den ersten möglichen DFB-Kader von Jürgen Klopp. Er bringt unglaubliches Tempo mit und wäre gerade für Klopps Umschaltspiel enorm interessant. Derek Hand entwickelt sich kontinuierlich weiter und besitzt ebenfalls spannende Anlagen. Und Chris Führig hat bereits gezeigt, dass er auf höchstem Niveau funktionieren kann. Auf der rechten Seite gehören Karim Adeyemi, jetzt FC Barcelona, Montrell Kulbris, Bayer Leverkusen und ja, Leroy Sané ebenfalls zum erweiterten Kreis. Adeyemi bringt extremes Tempo mit. Montrell Kulbris zählt zu den größten offensiven Talenten Deutschlands. Und Leroy Sané besitzt natürlich weiterhin außergewöhnliche Qualität. Wenn er konstant seine Topform erreicht,
bleibt er auch immer ein Kandidat. Und auch im Sturm wird der Konkurrenzkampf richtig spannend. Nick Woldemade gehört natürlich weiterhin zu den größten Hoffnungen im deutschen Fußball. Maximilian Bayer bringt enorme Laufstärke und Pressingqualitäten mit. Jonathan Burkhardt überzeugt seit Jahren mit seiner Effizienz vor dem Tor. Und Dejan Petrovic, der vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht, zählt ebenfalls zu den spannendsten jungen deutschen Angreifern. Man sieht also, Deutschland verfügt aktuell über einen unglaublichen spannenden Spielerkader. Mit Jürgen Klopp beginnt möglicherweise tatsächlich eine komplett neue Ära. Vor allem junge, laufstarke und pressing-intensive Spieler dürften künftig deutlich größere Chancen auf einen Platz in der Nationalmannschaft bekommen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie Klopp seinen ersten DFB-Kader zusammenstellen wird und welche Spieler sich bis zur Europameisterschaft 28 noch in den Vordergrund spielen können. Jetzt seid ihr aber dran. Wie sieht eure persönliche Klopp-Startelf für die Europameisterschaft 2028 aus? Schreibt eure komplette Aufstellung unbedingt unten in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, welche Spieler ihr aufstellen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert Werners Fußballecke, damit ihr keine weiteren DFB, Bundesliga und Fußballprognosen mehr verpasst. Also dann, bleibt sportlich, macht's gut und bis zum nächsten Video.